Wenn du überlegst, wie du deine Fotografiefähigkeiten vielleicht weiterentwickeln kannst oder dich einfach verbessern kannst, dann habe ich heute für dich 5 Tipps zusammengetragen, 5 Übungen, um genau zu sein, die eben genau das erreichen sollen. Natürlich zielen die Übungen vielleicht primär auf Anfänger ab, aber ich denke, auch jeder Fortgeschrittene könnte mit der ein oder anderen Übung von Zeit zu Zeit so seine Fähigkeiten, die vielleicht ein bisschen festgefahren sind, noch erweitern. Übung 1 ist besonders für Anfänger geeignet. Und zwar geht es dabei um das Zuschneiden fremder Fotos. Das heißt, du gehst einfach auf Flickr, Pinterest, Instagram und suchst dir ganz viele verschiedene Motive raus. Am allerbesten eignen sich für die Übung Landschaftsaufnahmen, Naturaufnahmen oder Porträts. Aber grundsätzlich funktioniert es mit jedem Motiv. Speicherst dir ganz viele und dann fängst du an, diese Motive neu zuzuschneiden. Was diese Übung bewirkt, ist, dass du dein Auge für Komposition und für Bildausschnitte und Bildformate schulst. Du nimmst dir also ein Motiv und schneidest das dann mal zu im Verhältnis 1:1, also als Quadrat. Guckst, wie wirkt es statt einem Querformat im Hochformat. Oder du machst aus einem 2:3 Format ein 16:2 Panorama und vergleichst all diese Bilder dann mal miteinander und schaust, welche Wirkung wird denn erzeugt oder wie verändert sich diese Wirkung. Auch kannst du durch diese Übung Kompositionen wie die Drittelregel üben. Dafür nimmst du dir halt ein Motiv mit einem Hauptobjekt meinetwegen und versuchst das so zu arrangieren, dass es eben in die Drittel, in den goldenen Schnitt reinpasst. All solche Sachen kannst du mit ganz vielen verschiedenen Motiven üben. Ich möchte aber auch nochmal darauf hinweisen, dass diese Bilder natürlich nirgendwo veröffentlicht werden dürfen, gepostet werden dürfen oder sonstiges. Die dienen dann wirklich nur euren persönlichen und privaten Übungszwecken, denn sonst verletzt ihr eben das Urheberrecht. Das wollen wir natürlich nicht. Für die nächste Übung suchst du dir ein Objekt heraus und versuchst 10 komplett verschiedene Fotos daraus zu kreieren. Die Herausforderung besteht hier natürlich dabei, verschiedene Perspektiven herauszufinden, verschiedene Aufnahmewinkel zu testen und zu gucken, wie wirkt dann das Motiv, wenn ich es anstatt aus der Augenperspektive, was so ja die geläufigste ist, vielleicht mal aus der Froschperspektive fotografiere oder ganz von der Seite und einfach mal schauen, wie viele Motive kriege ich mit einem simplen Objekt zusammen. Das Ziel ist jetzt hier eben 10, du kannst aber auch, wenn du krass bist, 20 machen und auch da vielleicht zum Beispiel den Aufnahmeabstand mal verändern, schauen, wie wirkt das, mal Hochformat, mal Querformat, all diese Sachen. Also die Challenge besteht darin, ein simples Objekt oder ein Subjekt und dann 10 verschiedene Motive kreieren. Die nächste Übung ist vor allem wieder was für Anfänger. Und zwar nimmst du dir eine Brennweite, am besten eine Festbrennweite und fotografierst damit 1000 Fotos. Warum das Ganze? Ganz einfach. Verschiedene Brennweiten und verschiedene Aufnahmeabstände erzeugen verschiedene Wirkungen oder auch verschiedene Effekte im Bild, die man vielleicht erzeugen will oder die dann aus Versehen passieren, die einem am Ende vielleicht gar nicht so gefallen. Deshalb nehmt euch eine feste Brennweite und fotografiert einfach mal drauf los und guckt, wie sieht es aus, wenn ich mit einem 18 mm ganz nah an eine Person rangehe. Oder wie sieht es aus, wenn ich eigentlich ein Landschaftsbild aufnehmen möchte und dann nur 200 mm Brennweite nutze. Und schaut auch, wie ihr euren Aufnahmeabstand zum Motiv variieren müsst, damit ihr eben den gewünschten Bildausschnitt bekommt. Und auf diese Weise eben nicht nur immer das rein und rauszoomen, so wie es einem gerade gefällt, sondern das bewusste Nutzen der Brennweite und das bewusste Variieren des Abstandes durch die eigene Bewegung schafft eben mehr Gefühl, was eine Brennweite eigentlich für einen Einfluss auf dein Motiv haben kann.
Die nächste Übung ist wieder was für jeden, und zwar Foto-Challenges. Die funktionieren meistens so, dass man für jede Woche des Jahres eine bestimmte Challenge bekommt, beziehungsweise ein bestimmtes Thema, was man eben fotografieren soll. Es gibt auf Pinterest zum Beispiel da ganz viele verschiedene Vorlagen, oder ihr seid in einer Foto-Community, wo das ja geteilt wird, wo jeder sich mal was überlegen soll und man dann auch gegenseitig sich die Ergebnisse zeigt. Das ist natürlich auch ganz toll. Oder man macht es eben dann für sich im Privaten mit solchen Vorlagen. Und was bringt das Ganze? Erstens, ihr übt kontinuierlich, denn Übung macht den Meister. Das ist in der Fotografie auf jeden Fall auch so. Und ja, es sind meistens sehr unterschiedliche Themenfelder, die man dann mal beleuchtet, sodass man eben nicht Gefahr läuft, nur so eine festgefahrene Schiene immer zu machen, sondern ein bisschen den Horizont zu erweitern und auch ein bisschen die Kreativität noch mehr anzuregen. Und die letzte Übung befasst sich wieder mit fremden Bildern, wenn man so will. Und zwar nimmst du dir ein Motiv, was dir richtig gut gefällt, und versuchst es nachzustellen. Aber Ziel ist hierbei nicht, eine Kopie von dem Motiv zu erzeugen, sondern vielmehr, dass man sich inspirieren lässt und schaut, wie hat derjenige diese Wirkung erzielt im Bild, oder wie hat er eine Komposition eingesetzt, damit das Bild jetzt so für mich schön aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Also es geht einfach darum, auch wieder den eigenen Horizont ein bisschen zu erweitern und mal außerhalb seiner Komfortzone zu treten und eben zu gucken, hey, wie haben das andere umgesetzt, wie kann ich es für mich nutzen und einsetzen. Ich hoffe, das wird deutlich, was ich damit sagen möchte. Und das umfasst auch schon alle 5 Übungen bzw. alle 5 Tipps, wie du deine Fotofähigkeiten einfach weiterentwickeln kannst, wie du einen besseren und geschulteren Umgang mit der Kamera erhältst. Ich hoffe, die Tipps konnten dem einen oder anderen weiterhelfen. Und wenn ihr noch mehr Tipps habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten freut es mich, dass ihr reingeschaltet habt. Vielen Dank. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!